In dieser Demo werden wir sehen, wie man auf die Informationen von BIM-Projekten zugreift, die in Ares Commander importiert wurden. In diesem Fall wählen wir ein Fenster und sehen die Breite in der Eigenschaftenpalette und die Höhe des Fensters. Warum sollte ein CAD-Anwender ein BIM-Modell importieren und die Eigenschaften von BIM-Objekten auslesen wollen? Lassen Sie mich Ihnen einige praktische Beispiele geben. Nehmen wir zunächst an, ich möchte die Kosten für die Pflasterung des Badmintonplatzes grob ausrechnen. Dazu muss ich die Fläche kennen, um meine Kosten zu berechnen. Hier kann ich einfach das Objekt auswählen und das Ergebnis in der Eigenschaftenpalette ablesen. Ein weiterer Bereich von Interesse sind Informationen, die aus der Geometrie nicht ersichtlich sind, wie zum Beispiel der Wärmedurchgangskoeffizient einer Wand. Das können wir in der Zeichnung nicht sehen, aber das BIM-Modell enthält diese Informationen. Auf ähnliche Weise können wir eine Tür auswählen und ihre Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette ablesen. Mit der Steuerungstaste kann ich mehrere Objekte auswählen. In diesem Beispiel habe ich 4 Objekte ausgewählt, die zur gleichen Art von Tür gehören. Wir sehen, dass ihr Name in der Sektion Typ erscheint. Aber diese Objekte befinden sich in verschiedenen Bereichen der Anlage und deshalb ist es angegeben, dass ihre Position variiert, obwohl sich alle in Ebene 4 befinden. Wir können auch andere Daten sehen, wie zum Beispiel die Höhe und Breite der Türen. Denken Sie auch daran, dass wir unter BIM-Elemente den Dropdown-Tree der Elemente sehen können, die in diesem Fall die Elemente anzeigen, die in der Zeichnung ausgewählt wurden. In der Tat können wir mehr Einrichtungen direkt im Navigator auswählen, während wir die Steuerungstaste gedrückt halten. Beachten Sie, dass die Kategorie der Türen dieselbe ist, die Abmaßungen der Türen sind aber unterschiedlich. Wir haben zuvor einen BIM-Filter konfiguriert, der nun bestimmte BIM-Elemente isoliert, basierend auf verschiedenen Kriterien. Mit diesem Filter können wir nun nicht nur die ausgewählten Objekte visualisieren, sondern auch ihre BIM-Daten in eine Tabelle oder eine CSV-Datei extrahieren. Alle Etagen sind in diesem Gebäude gleich. Wenn wir also die Gesamtkosten für die Tischlerei wissen wollen, berechnen wir nun die Kosten für eine Etage und multiplizieren sie dann mit 12. Dazu wählen wir den zuvor konfigurierten BIM-Filter. Dann wählen wir in dem Dialog eine neue Datenextraktion erstellen. Wir nennen diese Erweiterungsdatei DET. Wir können die gesamte Zeichnung oder nur die Elemente auswählen, die wir zuvor gefiltert haben. Diesmal brauchen wir nur die Kategorie BIM gemeinsam auszuwählen. Wir werden auch die Kategorie BIM Türen aktivieren, damit wir die Eigenschaften Breite und Höhe auswählen können. Beachten Sie, dass alle Elemente kombiniert nach Typ erscheinen. Wenn wir diese Optionen abwählen, werden alle Elemente einzeln angezeigt. Dank dieses Kästchens werden Elemente desselben Typs kombiniert, wobei die Anzahl in der Spalte Anzahl addiert wird. Jetzt können wir die Daten in eine Tabelle umwandeln, die wir in die Zeichnung einfügen können, oder die Daten in eine Datei im CSV- oder TXT-Format exportieren und dann zum Beispiel in Excel importieren. Wir können sogar beides gleichzeitig machen. Bei Bedarf können wir einen Tabellenstil anpassen oder den von Ares Commander angebotenen Standardstil auswählen. An einer beliebigen Stelle der Zeichnung können wir unsere Tabelle in der Draufsicht sehen und sie eventuell an eine geeignete Stelle verschieben. Berechnen wir nun unsere Kosten. Wir klicken auf eine Zelle in der Tabelle und drücken dann die rechte Maustaste und wählen eine Spalte rechts einfügen. Wir können das auch über das Ribbon machen. Jetzt können wir einen Titel mit der Überschrift Preis pro Einheit hinzufügen. Wir fügen 2 weitere Spalten auf der rechten Seite hinzu.
Wir können Spalten und Zeilen hinzufügen und Formeln einfügen, wie wir es aus Microsoft Excel gewohnt sind, nur direkt in Ares Commander. Mit den gleichen Schritten erhalten Sie schließlich eine Tabelle wie diese, mit allen berechneten Kosten. Unsere Tabelle enthält Daten, die wir aus den Objekten extrahiert haben, plus Daten, die wir manuell eingegeben haben, wie zum Beispiel die Stückpreise sowie Formeln, die es uns ermöglichen, die Summen zu ermitteln. Übrigens, die Daten dieser Tabelle sind vollständig editierbar. Zum Beispiel die Beschreibung von BIM-Objekten. Jetzt können wir in Excel die CSV-Erweiterungsdatei importieren, die wir vorher mit den Daten aus den BIM-Objekten von Ares Commander erstellt haben. Genau wie in Ares Commander können wir mit den Excel-Tools in der Tabelle neue Spalten erstellen, Einheitspreise hinzufügen und Formeln einfügen, um die Gesamtkosten zu ermitteln. Ob wir nun mit Excel arbeiten oder lieber die Tabelle in Ares Commander verwenden, wir werden auf das gleiche Ergebnis kommen. Beide Wege führen uns unkompliziert ans Ziel. Um mehr über die BIM-Funktionen von Ares Commander zu erfahren, besuchen Sie die umfangreiche Ares-Hilfe, die vom Programm angeboten wird, sowie unsere BIM-Playlist.